Das ist ein Sondermodell, der ist richtig volle Hütte. Unter anderem hat er einen Truma Diesel mit drin, also richtig schön und viele Extras, die man normal extra bezahlen muss. Und hier kann man sehen, er hat einen Preisvorteil von 20.602 Euro, als wenn man ihn frei konfigurieren würde. Ja, das Sondermodell macht schon Sinn. Ja, ich grüße Sie, Stefan. Ja, guten Morgen Sven, hallo, du hast vollkommen recht. Wenn man das Sondermodell hier nimmt, hat man ein absolutes Schnäppchen. Es ist ein ganz spezieller Grundriss. Er hat unter anderem, hat der 2 Türen, habe ich da richtig gesehen? Der Wagen, ja, es sieht aus, als wenn er 2 Türen hätte. Die eine Tür ist der Zugang für den Stauraum. Sieht tatsächlich so aus, als wenn du von beiden Seiten reingehen kannst. Wir können das mal zeigen. Sehr kompaktes Fahrzeug, deutlich unter 6 Meter. Ich glaube 6 Meter, 5,89 Meter sind wir hier. Und das Fahrzeug selber ist sehr, sehr kompakt. Du kommst damit in jeden Campingplatz überall rein. Da könnte man als kleine Person durchgehen, dafür ist es aber nicht gedacht, sondern es ist eine große Tür, damit du Sachen transportieren kannst. Ja, genau so ist es. Du hast einen riesengroßen Stauraum, trotzdem, dass der Wagen so kompakt ist. Und du kannst hier auch hohe Gegenstände mitnehmen, du kannst deine Stühle, alles reinpacken. Schon richtig gut bei so einem kleinen Wagen. Ja, man sieht auch, dass die Verarbeitung, das ist Knaus-like. Knaus hat in den letzten Jahren unglaublich viel getan. Also man kann die Knaus, Verarbeitungen, die, im Jahr 2017, 16 waren, nicht mehr vergleichen mit heute. Also so schlechte Resonanzen darüber bekommen. Also Knaus ist schon immer... Er ist viel leiser geworden. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Ja, das denke ich, das kann man so sagen. Knaus ist schon immer ein hervorragender Hersteller für Reisemobile mit Marktführer. Und das ist eine richtig gute Qualität. Man kann sich alles anschauen, alle Ecken, alle Kanten. Die Materialien, die verbaut sind, die Sachen, die mit eingebaut sind, alles hochwertigste Produkte, die eingebaut sind. Also ich muss sagen, ich habe mal einen Fiat Ducato 6 gefahren, also das war so, und dann sind wir mal auf der Autobahn gefahren, das war auch ein Knaus. Der Möbelbau war ein bisschen lauter, also noch damals, das waren 216er, glaube ich, und auch der Motor war insgesamt lauter. Die Ansprüche sind schon hochgegangen bei den Leuten, oder? Die Ansprüche sind sehr automotiv, aber das ist auch korrekt. Wir haben hier Fahrzeuge in der Preisklasse um die 80.000 Euro und da muss das auch passen alles. So, also das wollte ich noch mal betonen. Wir sind zuletzt nämlich mit einem gefahren, der war so leise, dass man automotiv wirklich sagen kann. Das heißt, er hört sich auch jetzt so an, als wäre es ein ganz normaler Volkswagen T6.1. Hier vorne sieht man das GFK-Dach. Das hat natürlich riesen Vorteile bei der Einstufung der Versicherung. Genau, bei den meisten Versicherungen bekommt man einen Nachlass von 20%. Und das amortisiert sich dann schon relativ schnell, das Ganze. Ja, man nennt es 3D-Design, das bringt im Innenraum richtig viel. Das Fahrzeug ist insgesamt länger geworden, dadurch, dass es nach hinten aussteht. Ja, das hast du genau richtig gesagt. Früher wurde einfach nur hinten ein Heckteil aufgesetzt und hat das Fahrzeug nur künstlich verlängert. Und durch die neuen 3D-Formteile hast du innen drin, gewinnst du immer 10 bis 15 Zentimeter zusätzlichen Wohnraum, was ja ganz viel ist bei so einem kleinen Fahrzeug. Das ist eine Welt. Also wer sich nicht auskennt, 15 Zentimeter klingt wenig, aber das ist ungefähr hier die Ecke fast. Im Vorsatz, da siehst du auch die Form, das Formteil, also da gewinnst du schon richtig Platz damit. Ja, ein schönes Detail ist auch hier diese kleine Schublade. Wenn du die mal gerade schließt, dann siehst du, die fällt so links runter. So, du meinst hier. Genau. Da ist so ein kleines Brett mit drin und wenn man das Brett jetzt runter macht, dann hat man nochmal eine zusätzliche Stauebene. Genau, oft kann man die Höhe ja dann doch nicht benutzen, wenn man nicht gerade ein paar Ski hier reinmacht. Oben ist noch eine Kleiderstange, kann ich auch Kleider mit reinhängen und so hast du 2 Etagen zum Stapeln. Gut, dann auch mehrere Schlösser. Eine Zentralverriegelung hier in dem Fall? Ja. Nee, keine Zentralverriegelung. Ja doch, du schließt ja im Prinzip mit einem Schloss beide Verriegelungen. So kann man es dann sehen, ja. Okay, also ein Zentralverschluss, so kann man es. Okay. Er steht auf Diesel. Was ist denn hier drin? Eine kleine Gasflasche noch zum Kochen? Die kleine Gasflasche, die haben wir hier zum Kochen, ja. Das ist Klo, oder? Was ich gerade gefilmt habe. Die Toilette, ja. Ansonsten läuft die Heizung über Diesel, die Truma Diesel, die Kombi 4D. So, und das ist eine gute Heizung, auch schon die neue habe ich gesehen, das Bedienfeld, denn man kann es am Auslass jetzt wirklich nicht mehr sehen. Da ist es drin und das ist natürlich die Kassettentoilette. Wollte Stefan mal testen. Sie ist geöffnet. So einen Tag nach Fastnacht kann man sich ja dann eben auch mal irren, aber wir haben ja nicht gefeiert. Dometic, das ist eine der größten Kassettentoiletten am Markt. Also ihr werdet euch nicht wundern, denn die Autarkie ist fast von einem Festtank. Und wenn du die mal kurz rausziehst, wenn sie nicht drinnen verriegelt ist, dann sieht man auch mal das Volumen. Wir reden hier von, ich glaube, über 20 Liter Volumen, die hier drin sind. Ich habe die Volumen nicht im Kopf, aber in dem Bereich liegt das, ja. So, und das ist gegenüber der Tedford, muss ich sagen, also allein gefühlt
habe ich das Gefühl, dass man fast doppelt so lang damit hinkommt. Aber das kann nicht stimmen, denn die Tedford ist auch nicht klein, aber es ist eine der größten Kassetten am Markt. Ich habe mir natürlich beim Kabe, den ich damals hatte, 2 gekauft. Und das hatte dann den Vorteil, dass man eine gefüllt dann auch mal hinten reinstellen kann. Die ist wirklich dicht, oder? Kommt da irgendwas raus? Nee, da kommt nichts raus. Und ich kann es auch empfehlen, wie du es machst. Man hat ja nicht immer die Möglichkeit, möchte trotzdem autark bleiben. Also am besten eine zweite Toilettenkassette gleich mitnehmen. Ja. So, und dann ist hier noch Stauraum? Hier unten haben wir noch Stauraum. Ach, diese Box, gell? Aber ein bisschen kriegen wir rein. Ansonsten haben wir das, wie Knaus das immer schön löst, dass wir den Kabel durch den Boden direkt durchlegen können, dass er unten durchgeht. Wir haben die praktisch wie bei einem Liner eigentlich den Zugang zu den Tanks, zu den Öffnungen. Alles in einer Box zentral, ja? Das ist toll gelöst, ja. So, auch hier mal nochmal zumachen. Das Design, Carbon-Optik hier mit drin, also die Streifen. Die Fenster, da hätte man ja jetzt noch Rahmenfenster nehmen können. Gibt es die denn optional? Ich glaube nicht, oder? Ich muss wirklich jetzt einmal passen. Jetzt habe ich dich einmal bekommen. Ja. Ja. Ja, ihr habt nicht nur Knaus, muss man sagen. Ja, wir haben ganz viele Marken, aber ich kann dir das gleich während des Videos richtig beantworten. Normalerweise kannst du bei Knaus, bei jedem Modell, kannst du Rahmenfenster mitbestellen. Die Frage ist, ob das den Leuten immer so wichtig ist, weil wir das nämlich immer klären. Die sagen auch, es ist einbruchssicherer. Ganz ehrlich, wenn ich in so ein Kunststofffenster rein will. Ich habe letztes Mal gesehen, wie die Feuerwehr versucht hat, eine Stauklappe vom Gaskasten zu öffnen mit dem Kuhfuß. Und die haben nach dem 7., 8. Anlauf erst die Gasklappe aufbekommen. Die haben die versucht aufzubrechen. Das geht kaum. War richtig krass. Ich stand da, das war also praktisch Wohnmobil im Vollbrand und die wollten die Gasflasche sichern, sind mit dem Kuhfuß angesetzt, dachte, er macht einmal so. Der musste 3, 4, 5, 6 Mal richtig hart angreifen. Ihr werdet euch wundern, so schnell kriegt man die gar nicht auf. Ja, also du brauchst richtig Gewalt hierfür, oder? Das sind natürlich auch dann so in so einer Situation ist dann Stress und Panik und wenn man dann nicht gerade eine Akkuflex dabei hat und dann ja, aber ansonsten man bekommt natürlich jedes Fenster irgendwie auf. Ein Rahmenfenster sieht vielleicht noch mal einen Ticken schicker aus, aber alles hat seine Vor- und Nachteile. Gut, also der ist schön ausgestattet. Wenn man den übrigens, bitte mal öffnen, mach mal auf, mit Automatik kauft, mit einer ordentlichen Motorisierung, als Basisfahrzeug schon, bist du schon mittlerweile bei Volkswagen im Transporterbereich oder im Multivan-Bereich schon bei deutlich über 50.000 €. Allein nur für das Basisfahrzeug. Genau, und dann reden wir nicht davon, dass hier ein Aufstelldach bei einem Basisfahrzeug oder irgendeine Campingausstattung. Ich denke, jeder, der den Markt ein bisschen kennt, sieht, wo die Preise sich bewegen. Und man kann ohne weiteres eben auch einen normalen Campingtransporter in der Preisklasse hier, das ist teilweise schon schwierig. Also man muss immer sehen, das Basisfahrzeug ist eines der teuersten am Markt. Der T6.1 ist so teuer, dass sie den in Amerika auch gar nicht erst verkauft haben, weil sie gesagt haben, das kauft kein Amerikaner. Also ein Van für irgendwie 60, 70, 80, 90.000 $. Aber in Deutschland klappt das. Also der genießt unglaublichen Ruf. In Deutschland ist eben Bulli eben, das ist schon Kult eben, das Ganze. Und das ist auch so ein Fahrzeug, beim VW sagt jeder, Mensch, der ist aber cool, das ist nicht so ein Neidobjekt. Das ist einfach ein richtig kultiges, cooles Fahrzeug. Es ist kein Ducato, aber es ist so ein sehr handliches Auto. Das Schlimme ist, dass du nicht merkst, ja, dass du hier mit einem Wohnmobil fährst und das kann sehr gefährlich sein, denn es hat ja seine Höhe und seine Breite. Ja, es hat seine Höhe und seine Breite. Wenn du vorne drin sitzt, dann merkst du es wirklich 0,0 bei dem Fahrzeug, weil er fährt ja eben auch spitzenmäßig. Man kann sogar schnell fahren damit. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen, also 130 ist gar kein Thema. Sind wir unter 3,5 Tonnen eigentlich bei dem? Ja, unter 3,5 Tonnen und 130, gerade in Frankreich nutzt man das schon mal gerne auf der Autobahn, dass du im kompletten Verkehr mitfließt und genauso schnell unterwegs bist mit so einem Fahrzeug wie eben mit einem Pkw. Natürlich musst du eben dran denken, dass je schneller du fährst, desto mehr Widerstand hast du und je mehr Sprit verbrauchst du auch dann. So, und Daten 5,89 Meter, die Breite 2,16 Meter. Wir gehen mal rein und dann werden wir sehen, hier wurde alles neu gedacht und zwar alles. Ja. Du fandest den Wagen, du kannst dich daran erinnern, wo wir die Handyfotos damals abgefilmt hatten? Ja, das ist eine Revolution, dass es mal wieder Fahrzeuge gibt. Es gab ja schon mal vor 20 Jahren gab es ja schon mal einen Hersteller, der auf dem VW-Bus gebaut hat mit Riesenerfolg. Und es war schade, dass das viele Jahre nicht der Fall war. Und jetzt haben wir wieder ein tolles Fahrzeug. Bitte schön, mach mal auf. Also, wenn man das richtig vergleicht, Stefan, dann kriegt man
ein sehr günstiges Fahrzeug, was auch den Wiederverkaufswert angeht, weil irgendwann wird der T6.1 nicht mehr erhältlich sein. Und ich glaube, dann werden die Leute weinen, lange weinen. Ja, ich bin mir nicht sicher wann, aber ich meine, das ist 2024 das Ende vom T6.1, ja. Also guckt, dass ihr noch einen kriegt. Und ja, du bist, ich sag mal, fair, das Thema Preisbildung und Darstellung, das ist schon, ich sag mal, jede Menge Auto, die du kriegst, ist es jede Menge Geld. Aber du sagst, für Leute, die genau so ein Auto brauchen, so ein Städtetourer, oder damit kann ich ja eigentlich alles machen. Und das Coole ist bei dem Auto, du kannst ihn auch ganz normal im Alltag benutzen. Bei 6 Metern, ganz ehrlich, da kommst du noch auf jeden Supermarktparkplatz, Globus und so. Mit 6 Metern kommst du überall hin, ja. Ich habe das selber auch schon mal 3 Jahre gemacht, wo ich das mit einem Kastenwagen gemacht habe, den ich jeden Tag genutzt habe als persönliches Auto. Und es hat funktioniert. Also auch in den Städten musst du vielleicht mal hier und da ein bisschen länger suchen für einen Parkplatz, aber das ist ohne weiteres möglich. So, Batterie ist abgeklemmt. Das wollten wir aber jetzt auch nicht groß anklemmen, denn ganz ehrlich, bei dem Preis mache ich mir keine Sorgen, dass nach dem Video der sowieso nicht mehr da ist. Wir sind in Saarbrücken. Das Ganze ist bei einem alteingesessenen Unternehmen. Ihr verkauft Wohnwagen, Wohnmobile seit über 60 Jahren, habt 3 Meister beschäftigt und jetzt kommt sowas hier. Guck mal, wenn du dich mal kurz hinsetzt, bitte. Du bist in einem VW-Bus quasi. Und du weißt selber, der lange Radstand, da sind wir bei 5,40 Meter, glaube ich, der ungefähr, plus minus. Und hier sind wir bei 5,89 Meter, aber im VW-Bus hast du doch nicht so einen Platz. Also wenn du mal gerade die Arme hochhebst, bitte, mach mal hoch. Du kommst gar nicht an die Decke ran hier. Ist das nicht ein tolles Auto? Ja, das ist ein komplettes Wohnmobil. Dusche mit dabei? Dusche mit dabei, richtiger großer Kühlschrank mit dabei, ordentliches Kochfeld, tolle Heizung. Und ein Riesenbett, also ihr werdet gleich das Bett sehen. Hier können sogar bis zu 4 Leute schlafen. Das heißt also richtig family-like. Hier hinten hat man Anschaltplätze eigentlich hier hinten. Kann man das umbauen? Weißt du das? Wir haben hier Anschaltplätze unter der Gurtbank. Und dann können wir eben auch zu viert reisen. Ja. Also die Automatik, hierbei haben wir sogar eine DSG mit drin. Also fahren wie im PKW, er ist extrem leise geworden, der 6.1. Und auch die Verdunklungssysteme, alles ist wirklich angepasst, also an das Fahrzeug. Ich kann nur sagen, ja, guckt, dass ihr einen kriegt, denn ich glaube, auch der Knaus hier wird irgendwann mal ein richtiger Kultwagen in 10 Jahren. Ich denke auch, oder? Das wird so den Platz übernehmen. Ich kann ja sagen, dass ansonsten Karmann ist eben der Kult gewesen von den Fahrzeugen. Gibt es heute Clubs, Colorado Club oder das sind einfach richtige Kultautos. Ja. Also ich denke auch, das Thema wird halt. Das Bett ist so gut, dass man es einfach mal zeigen muss. Es geht manuell. Das geht manuell, jawohl. So, wir haben nämlich keinen Strom, aber man entriegelt einfach 2 Teile. Dann wird es oben gezogen, man fährt es runter und dann hast du ein riesen Ehebett, hätte ich fast gesagt. Das sagt man ja nicht mehr. Aber guck mal, ist das nicht eine Liegefläche, Stefan? Ist das nicht krass? Ja, absolut vollwertiges Bett, genauso groß wie wenn es auf einem Aufstelldach wäre. Aber wir sind trotzdem drin, das heißt, wir können das im Winter auch nutzen. Das wäre eben der Nachteil bei einem Aufstelldach, dass das im Winter nur teilweise nutzbar ist. Und hier ist das eben ein richtiges Hubbett. Bettmaße hier auch kein Spielzeug, sondern wir haben hier eine ordentliche Matratze. Haben wir auch Tellern drunter, guck mal. Achtung, es knistert ein bisschen. Ja, richtiges Lattenrost, Rausfallschutz. Rausfallschutz, jawohl. Sag mal, für das Geld, wenn du einen richtig gut ausgestatteten Bulli kaufst, ja, eine Multivan, dann bist du bei 90. Weißt du das? Ich habe da gerade Angebote vorliegen auch dann und teilweise auch deutlich über 90. Also man kann auch die 100.000 ohne weiteres knacken und du hast nicht den Wohnkomfort wie hier drin. So, mach mal hoch. Also das wäre jetzt wirklich ein tolles Fahrzeug, das ich im Alltag verwenden kann. Stefan, du sagst mir, was du machst. Machst das genau umgekehrt? Ja, genau umgekehrt. Das heißt, Eben hoch, leicht anheben, dann schieben. hochgeht, aber du siehst, das ist jetzt nichts Schweres. Also das So, und dann wird einmal die Matratze, glaube ich, gefaltet. ohne weiteres machen. So, und da kann sogar... So, und die wird oben arretiert und sie ist quasi nicht mehr sichtbar. Das ist wirklich auch nicht irgendwie was schwer, es ist sehr einfach. Sind Gasdruckfedern, die da dir helfen? Das geht hier nur über den Schiebemechanismus. Ist nicht so schwer. Nein. So, und die Bettauflagen, die kann man drauf lassen. Ja. Die finden nämlich da auch ihren Platz. Dann hast du hier natürlich Face-to-Face-Sitzgruppe. Allein das ist schon
ein Hingucker. Das sind die, ich sag mal, Kleinigkeiten, die du hast. Du hast komplett alles hinterlüftet. Also Staunässe gibt es hier nicht, wenn die Heizung läuft. Genau, du hast es eben schon gesehen. Hier sind die Winterrückenlehnen, so nennen wir das Ganze. Alles ist hinterlüftet. Die Umluft, die geht komplett hinter den Möbeln entlang, sodass auch keine Staunässe entstehen kann. Ich würde hier eine Alarmanlage empfehlen. Ihr baut Alarmanlagen ein, denn so ein T6 ist schon sehr gefragt, auch bei den Jungs. Die bauen teilweise Steuergeräte aus nachts und so. Mit einer Alarmanlage bist du schon geschützter, oder? Du bist natürlich geschützter, ja. Es gibt auch mittlerweile Versicherungen, die geben auch wiederum 5% Sondernachlass, wenn man eine Alarmanlage drin hat. Zum Beispiel von Tetronik, das kann man an der Stelle sagen. Und sinnvoll ist es in jedem Fall. Du kannst auch dein Auto tracken mit so einer Alarmanlage, wenn du noch ein GPS-Modul dazu nimmst. Hat schon seinen Sinn. So, und hier siehst du, das ist übrigens die Verdunklung für die Frontscheibe, die du siehst. Die wird einfach mit Magneten eingehangen, damit das Ganze auch nicht aufträgt. Dauert Sekunden, dann hast du ein richtiges Kochmodul hier mit drin, mit einer großen Arbeitsfläche. Wir sind im T6.1. Ja, und wir stehen hier gemütlich und haben Platz ohne Ende nach vorne. Ich glaube, wie sind denn die Erfahrungen von den Leuten? Die Leute gucken schon, oder? Wenn du hier mit so einem neuen Knaus Sensation kommst, oder? Das ist, ich glaube, nichts, wenn du nicht auffallen willst, oder? Was? Nichts? Es ist kein Auto, wenn du nicht auffallen willst. Also am Anfang, ich denke, in ein paar Jahren haben sich die Leute vielleicht dran gewöhnt, aber da ein T6.1 zu haben als Zugfahrzeug, das ist nicht so oft zu sehen, oder? Nee, überhaupt nicht. Ne? Es gibt, glaube ich, ein paar individuelle Ausbauer, die in den letzten Jahren auch schon mal Aufbauten drauf gemacht haben, aber sehr, sehr selten. Aber das hier schon, man merkt einfach die Erfahrung im Wohnmobilbau, das ist ein komplettes Wohnmobil auf dem T6. Kriegst du noch ein paar? Also das ist ja jetzt der steht. Ja. Kriegst noch ein paar rein. Garderobe hier ist dabei, großer Kleiderschrank. Wir haben eben schon mal die andere Seite gezeigt. Die andere Seite gesehen? Jawohl. Denn da hast du richtig großen hängenden Kleiderschrank für also ganz, ganz viele Sachen. Da ist jetzt die Schublade ausgefahren. Das heißt, man kommt von zwei Seiten ran. Ist natürlich auch toll, wenn ich E-Bikes und so weiter habe, kann ich die auf einen Heckträger noch machen. Ist das möglich? Also zum Beispiel auf den Kugelkopf von der Anhängerkupplung. Ja, auf dem Kugelkopf und der Anhängerkupplung würde ich das empfehlen. Da hast du natürlich von der Höhe viel bessere Möglichkeiten, schwere E-Bikes auch zu transportieren zum Hochheben. So, und dann das Bad. Vollwertiges Bad. Also wir reden hier nicht über ein Mogelbad, sondern du hast hier ein richtiges Schwenkbad mit drin mit einer großen Dusche. Du bist ja 1,85 groß. Ja. Und du kannst da richtig bequem drin stehen. Das Schwenkbad wird entriegelt. Wie geht das? Ich habe es hier schon mal entriegelt über den Vorreiber. In dem Moment ist es frei. Lässt sich jetzt einfach umklappen. Die Trennwand, die verdoppelt sich. Ach, ich muss nichts hier mit Vorhängchen oder sowas. Ne, das war's. In dem Moment musst du nur noch die Tür zuschieben und dann hast du dann eben deine richtige Dusche hier in dem kleinen Wagen. Krass. Also ich habe ja ganz oft den Kabe gefilmt, aber der hier muss auch noch gefilmt werden, weil der hat ja quasi Kastenwagenmaße. Mit 2,10 Meter bist du ja beim Fiat Ducato ohne Außenspiegel. Der, ich sag mal, VW ist ja viel schmaler vorne. Deswegen, auch wenn die Außenspiegel verlängert sind, der hat Maße von einem Kastenwagen, oder? Von einem normalen. Ja, ein klein bisschen mehr sogar. 2,16 Meter sind wir hier. Kastenwagen hat in der Regel 2,07 Meter. Ja, das ist nicht viel. Auf jeder Seite sind es dann 5 cm. Aber du bist trotzdem 20 cm schmäler eben als ein großes Wohnmobil trotzdem. Ja. Bis zu 30 sogar, je nachdem, was du vergleichst. Genau. So, und dann noch ein Kleiderschrank hier mit drin. Also Schränke hast du genug hier. So, was wir noch nicht gezeigt haben, da würde ich dich bitten, das nochmal anzuheben, ist, du hast nochmal Stauraum unter der Bank drunter. Ja, genau. Und du hast mir eben schon kurz gezeigt, aber das ist nochmal Technik und Batterie. Auch da ist Lithium direkt wechselbar, gell? Also wenn jemand das haben möchte. 1:1 austauschen, ja. Aber ich habe dir eben eine falsche Auskunft gegeben, weil wir haben hier 2 verschiedene Modelle von dem VW und das hier ist ein Zweisitzer, der Wagen. Das ist ein Zweisitzer, okay. Also ein reines 2-Personen-Modell und es gibt, glaube ich, noch eine zweite Version, die ist aber viel enger. Also ich glaube, der Viersitzer insgesamt ist nicht vergleichbar mit dem Zweisitzer, deswegen sollte man sich das angucken. Also wenn 2 Personen Spaß haben wollen hier auf die große Reise nach Spanien, Italien, in kleine Örtchen rein. Also da kommst du ja mit dem großen Wohnmobil nicht rein. Das kannst du vergessen. Bin ich durch Frankreich durchgefahren, wollte mal anhalten, habe keinen Parkplatz gefunden mit dem Morelo. Keine Chance. Und hier mit dem hier geht das. Also ich war zwar so verrückt und war mit einem großen Morelo in Neapel gewesen. Das funktioniert, aber du musst ständig darauf achten, darf ich jetzt hier die Straße langfahren? Reicht das von der Höhe, von der Wendigkeit? Es wird gehupt und gemacht. Hier fährst du wie im PKW ganz gemütlich eben da durch und du merkst ja echt gar nicht, was für
ersten Wagen du überhaupt hier bewegst. Hier ist der Stauraum drunter nochmal. Hier haben wir noch einen Stauraum, genau. Und der Tisch ist, ja, da hast du richtig viel Platz nochmal. Und du hast natürlich noch Oberschränke mit drin, die benutzt werden können. Aber insgesamt durch die Heckgarage, die du hier mit dabei hast und die Lösung der Fahrräder hinten auf den Kugelkopf, da gibt es auch mittlerweile richtig stabile Lösungen, wo du auch die Faltschlösser dann auch applizieren kannst. Ihr könnt sogar noch was machen, dass man die Faltschlösser unten mit einem, ich sag mal, Zusatzmodul dann nochmal richtig sichern kann. Also da bitte einfach ansprechen. Ihr habt eine Werkstatt, da könnt ihr was einbauen, zum Beispiel eine Ringöse, wo du nochmal ein richtiges Abus-Faltschloss durchziehen kannst. Gell? Und eben das Thema Alarmanlage hat man schon gehabt. Da gibt es auch eine Kontaktschleife, sodass ich eben auch noch den Fahrradträger mit absichern kann, wenn der Kontakt bricht, und dann bekomme ich auch dann Alarm. Ja. Also Sattanlage ist auch dabei, die ist hier mit drauf. Schöne Ausstattung, tolles Holz. Also, liebe Leute von Knaus, Bussystem sogar mit eingebaut. Guck mal hier. Das heißt, alle Systeme wie Lichtsteuerung und so weiter sind auch vom Bett aus bedienbar und von überall. Genau, und noch mal zu der Ausstattung. Wir haben bei dem Sonderpreis, das ist wirklich alles inklusive. Eine Markise ist dabei, die Sattantenne ist dabei, Rückfahrkamera, Navigation. Vielleicht fehlt noch eine Solaranlage, die könnten wir nachrüsten. Aber ansonsten ist hier eine richtig tolle Ausstattung, voll ausgestattetes Fahrzeug. Fliegenschutzgitter mit dabei, die Truma-Steuerung hier mit dabei. Guck mal gerade hier unten runter, was ist da drunter? Das ist die Heizung. Die Heizung? Ja. Echt, im Zwischenboden? Da sitzt die Heizung, ja. Krass, der hat einen Zwischenboden, der hier. Ja. Komplett. Der hat da eine Heckabsenkung, wo dann eben dann die Technik hier drin sitzt, ja. Du kommst da super dran. Also ich habe ja so oft schon Klimaanlagen gesehen, die im Zwischenboden verbaut sind, wo die Leute dann über Tage hinweg die eingebaut haben. Da wünscht man sich keinen Servicefall, aber hier ist gar kein Thema. Also sollte mal was passieren. Auch um ans Frostschutzventil zu kommen, ist sehr einfach hier, ja. Das Blaue hier. Ja, genau. So. Frostschutz, das geht automatisch auf, gell? Genau, das geht automatisch auf, ja. Sobald die Innentemperatur zu kalt ist, und dann muss man keine Angst haben, dass einem der Boiler einfriert, dann läuft alles weg an Wasser, ob man es will oder nicht. Aber kriegt man eine Einweisung, das heißt, du erklärst den Leuten auch, wie man den frostsicher macht. Ja. Macht ja auch Sinn, wenn ich den im Sommer zwar nutze, aber im Winter dann als ganz normales Auto nutze, dann brauche ich nicht immer die Heizung laufen zu lassen, ja, wenn es sehr kalt ist. Also das ist der Vorteil. Ansonsten ist das Rauslassen der Flüssigkeiten hier viel Aufwand? Oder, weil ich habe gesehen, gibt es so Tricks mit so Luftballons, wo du die mit Luft nochmal durchbläst und so. Braucht man das unbedingt? Also ich finde die Idee mit dem Luftballon tatsächlich gut, damit du sicher bist, dass eben nochmal Luft durch die Leitung geht und du jetzt nicht mit Pressluft dann an die Leitung rangehst. Und ansonsten machst du alles auf, drehst die Ventile auf, und ich finde die Luftballonsache gar nicht so schlecht. Also funktioniert so, du nimmst den Luftballon, bläst ihn auf, stülpst ihn hier drüber, machst auf, natürlich vorher alles auf. Und bläst das restliche Wasser raus. Kein Riesendruck, der dann eben durch den Luftballon geht. So, und dann, da könnte nämlich immer noch ein Käbelchen. Kühlschrank habe ich schon gefilmt, aber du kannst ihn gerne mal öffnen, der geht nämlich von beiden Seiten auf. Hier hat wirklich der neue Dometic-Kühlschrank einen riesen Vorteil mit den beiden Seiten. Du kannst jetzt wirklich von außen... Und er ist viel breiter geworden. Ja. Und du kannst wirklich von außen das Ganze bedienen. Und natürlich hier einen Kompressorkühlschrank, was auch ganz praktisch ist. Und ansonsten hier von der Küche können wir das Ganze bedienen. Also Lithium wäre noch anzuraten, aber da muss man ehrlich sagen, das ist eine Sache von ein paar Minuten. Ja. Ihr könnt da also bis zu 300 Ampere-Stunden Lithium sofort einbauen, einfach nur tauschen, oder? 300 einfach tauschen nicht, also müssen wir schon ein bisschen was ab. 500 tauschen? 1000. Aber jetzt eine 80 oder 100 Ampere-Stunden, die können wir 1:1 hier austauschen. Und ansonsten müssen wir eben auch gucken, dass wir entsprechende Ladegeräte auch aufrüsten. Bisschen größer machen, oder? Booster ist ja mit drin, ein Ladebooster. Genau, Ladebooster ist mit dabei. Aber wir könnten hier schon, also 200 Ampere Lithium wäre zu empfehlen. Würde ich schon machen bei so einem Wagen hier. Schon. So, also, man kommt sehr gut dran. Eine Rückfahrkamera ist mit dabei, habe ich schon gesehen. Alles das von Knaus zu einem wirklich guten Preis. Wir sind bei Wohnwagen Vogt in Saarbrücken. Die Telefonnummer ist die 0681 992 880 am Fastnachtsfreitag 2023. Tschüss.